So, der Putzer ist wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Und zwar heute mache ich das versprochene Frage-Antwort-Video. Aber ich muss mal gerade hier meine Schnürbänder in den Schuh packen. Macht ihr das auch immer so? Ich mache das immer so. Schnürbänder gehören in den Schuh rein. Kann nicht drauf rumschlabbern. So, ja, es ist Freitag, es ist 10:30, ich bin jetzt zu Hause. Oder ich war gestern Abend schon zu Hause um 9 Uhr. Und jetzt habe ich Zeit. Ich habe 3 Fragen bekommen. Und da habe ich jetzt Zeit, das zu beantworten. Eben wollte ich anfangen und dann war der Akku schon wieder leer. Also der war ja kaputt, 33%. Auf einmal gucke ich so, bam, weg war er. So, und zwar die erste Frage. Ich habe meine Jacke vergessen. Und da vorne ist ein Schiff. Insignia? Ich glaube, die habe ich schon mal in Deutschland gesehen. Kann das sein? Insignia? Also meine Oma hat in Papenburg gewohnt. Und da war ich dann öfters und da gibt es die Meyer-Werft. Und ich meine, ich hätte Insignia und Meyer-Werft. Also als ich gerade den Namen gelesen habe, habe ich den Namen Insignia mit Papenburg Meyer-Werft zusammengebracht. Ist egal. So. User HG12HU2, ist egal. Der hat gefragt, meine Frage fürs nächste Video wäre, ich war jetzt 5 Wochen in Alberta, BC, Saskatchewan, Manitoba und mal kurz in den USA. Mir ist als LKW-Fahrer aufgefallen, dass in Kanada nicht wirklich Parkplätze und Raststätten ausgeschildert sind. Macht es die Erfahrung, Routine, wo man übernachten könnte oder wie man Schlafplätze auf gut Glück rausfahren. Wie finde ich meine Parkplätze? Ja gut, ich finde die ja, weil ich fahre ja meist das Gleiche. Dann gibt es Apps, dann gibt es Google, dann gibt es manchmal auch, meistens kennt man ja die großen Truckstop-Ketten. Das ist Flying, also in den USA ist es Flying J, Pilot, TA, also TA. Dann gibt es hier noch Irving. Es gibt so viele verschiedene. Ich vergesse jetzt auch die Hälfte bestimmt aufzusagen. Und dann ist es auch so, dass an den Autobahnen vor der Ausfahrt so Schilder stehen mit Namen, so was da mit Restaurantnamen. Dann gibt es Schilder mit Tankstellen. Und bei den Tankstellen sieht man schon, da kann ich parken. Was macht noch die Erfahrung? Ja, Apps habe ich ja gesagt. Internet. Und hier ist es zum Beispiel relativ einfach zu parken. Hier gibt es ja auch Parkverbote für Trucks, aber nicht so krass wie in Deutschland. Zum Beispiel hier stelle ich mich, wenn ich gar nichts finde, auf den Walmart-Parkplatz. Ne? So, das gibt es ja auch noch. Und die haben, da kann ich morgens dann auch in den Walmart, also in den Supermarkt reingehen. Und die haben dann so ein Restroom, ne? So ein, Badezimmer halt, ne? So, zum Frischmachen. Ansonsten, wie finde ich die noch? Woran muss man mal nachdenken. Weiß nicht. Macht die Erfahrung, würde ich sagen. Also, okay, wenn ich das überlege, damals, als ich mit meinem Trainer, mit Don, ne, gefahren bin, der fährt natürlich schon seit, 150 Jahren hier rum, ne, oder 200 Jahre. Der kennt natürlich jeden Stein mit Vornamen. Da war es halt so, dass ich mich da am Anfang so dran gehalten habe, halt, wo der angehalten hat, ne? So. Ansonsten bin ich am Anfang manchmal auch, musste ich überziehen, weil ich halt keinen Parkplatz gefunden habe. Es ist so ein System, das kriegt also Erfahrung, würde ich sagen. Irgendwann kriegt man das so rein, wo man halt so, ne, sich hinstellen kann. Und die meiste Zeit stehe ich ja beim Kunden. Dann ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel jetzt einen langen Trip mache, zum Beispiel nach Florida oder Texas oder so, dann benutze ich die Apps. Zum Beispiel von den großen Truckstops, die haben ja auch eine App.
Und da muss ich ja auch, in den USA muss ich auch öfters eine Pause machen, als jetzt zum Beispiel in Kanada. Also in Kanada kann ich Pause machen, in den USA muss ich ja eine Pause machen. So wie in Deutschland nach den 4,5 Stunden. Ne? Hier natürlich nach 8 Stunden. In den USA, nicht hier. Nicht hier. In Kanada bin ich jetzt, da brauche ich keine Pause machen. So. Da ist es so, dass ich zum Beispiel dann die Karte aufmache bei der App. Zum Beispiel, die Firma schreibt ja vor oder sagt, bitte tank da und da bitte, da ist es günstiger und gut ist. Und das macht man ja dann auch. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen langen Trip hat, dann macht man die Karte auf. Also so mache ich das. Ne? Nicht man, nicht jeder, sondern ich. Ich mache dann die Karte auf und dann kann man eingeben, wo man losfährt, also wo ich gerade stehe, bis wo ich hin will. Und dann kann man das so ranzoomen und dann kann man auf diesen einzelnen Truckstop-Punkten drauf tippen. Und dann zeigt das, wie weit das Ding weg ist. Und in den USA ist es dann halt in Meilen. Und ich fahre halt um die 60 Meilen pro Stunde, also 100 km/h. Und dann kann man sich das so zusammenrechnen. Schaffe ich es bis dahin, schaffe ich es bis dahin, schaffe ich es bis dahin. Weil ich muss ja in den ersten 8 Stunden die Pause machen und dann kriege ich ja noch 3 weitere Stunden, gut geschrieben, dass ich dann insgesamt an dem Tag 11 Stunden fahren kann. Und dann ziehe ich das so runter und dann kann man relativ genau fahren halt. Ne? Und so mache ich das. Und ansonsten, letztens Richtung Virginia, da bin ich so ein bisschen, da kannte ich mich nicht aus. Da bin ich so ein bisschen, da hatte ich auch Not gehabt, da habe ich auch ein Video gefilmt, da habe ich doch auf dem Parkplatz mich hingestellt, da wo der Aldi war und so. Da habe ich das so gemacht. Ne? Also da bin ich irgendwie, ich habe keinen Truckstop gefunden und die ich gefunden hatte, waren voll. Und dann bin ich irgendwann von dem Highway runter, ich wollte gerade sagen Autobahn, das gibt's ja nicht. Von dem Highway bin ich dann runtergefahren und bin dann abgebogen. Und dann kam so ein riesengroßes Einkaufscenter mit riesengroßen Parkplätzen. Hier sind ja Parkplätze, sind ja hier. Die brauchen 5 Parkplätze, haben 100. Ja, und dann bin ich da dann angehalten, habe ich da geschlafen. Dann war da eine Tankstelle neben, dann konnte ich den nächsten Tag da in die Tankstelle rein und konnte mich halt frisch machen. So. Aber ich schon mal. Nee. Oh gut, alles klar. Ich hoffe, das ist jetzt gut beantwortet. Warte mal, ich muss mal gucken. Oh. Stephanie vom Büro hat geschrieben. Ich möchte gerne die Papiere haben. Geh mal ins Büro und guck mal in die Box, dann findest du das. So, nächste Frage. Laufe ich noch eine Runde? Ich habe meine Jacke vergessen. Ach, habe ich eben schon gesagt. Ist es nicht langweilig, fast immer das gleiche? Ist es nicht langweilig, fast immer die gleiche Route zu fahren? Die gleiche Route zu fahren oder fast die gleichen Kunden zu fahren, ist jetzt nicht aufregend. Ne? Also ich steige jetzt nicht ein und denke, ja geil, ne? So. Aber ich sag's jetzt mal so, was möchte er jetzt hier? Ist Truckern aufregend sonst? Oder aufregender als sonst? Frage ich mich so. Also ich kenne ja ganz viele Leute, ne? So über die Jahre so in diesem Business. Okay, thanks. Gut. Da kennt man so ganz viele verschiedene Menschen und so und Trucker und so und hier. Ich glaube, ich kenne 3 oder 4, die das gerne machen. Ne? Die sagen, oh, es ist so geil. Ich kenne diese Leidenschaft nicht. So. Und für mich ist es einfach, es ist ein Job, ne? Momentan ist es Job und die Möglichkeit in Kanada zu wohnen halt, ne? Man kann gutes Geld damit verdienen, habe ich schon mal gesagt. Man muss aber bereit sein zu malochen. Wenn man Geld verdienen will, muss man ballern lassen, ne? Knallen lassen, ne? Gas.
So, aber der Vorteil ist, dass ich das Gleiche fahre. Für mich persönlich ist der Vorteil einfach, dass ich, wenn jetzt normal zu tun ist, nicht wie jetzt gerade so eine Flaute ist, wenn jetzt normal zu tun ist, weiß ich, wann ich losfahre, wann ich nach Hause komme und was ich verdient habe. Und das ist geil. Das ist nicht gut, ne? Das ist ja genauso gut wie jetzt, wenn einer nur Linie fährt, der jeden Abend, weiß ich, einen Trailer in Hamburg aufnimmt, ballert der hin nach Dortmund, tauscht den Trailer und fährt wieder zurück. Ja? Es ist nicht das Gleiche, aber kann man ungefähr so sagen. Des Weiteren würde ich mal sagen, welcher Job ist abwechslungsreich? Okay, als Fahrlehrer, wenn man jeden Tag mit Menschen zu tun hat, mit verschiedenen Menschen, dann ist der Job sehr abwechslungsreich. Aber du machst ja auch das Gleiche, jeden Tag. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Büro arbeite, dann sitze ich den ganzen Tag vorm Computer oder ich sitze in dem gleichen Büro mit den gleichen Menschen und mache das Gleiche jeden Tag. Das finde ich wiederum langweiliger. Dann gibt es zum Beispiel Jobs, die würde ich nie machen. Rechtsanwalt, also kann ich nicht, weil ich nicht schlau genug bin und ich möchte das auch gar nicht machen, weil ich das total langweilig finde. So, aber als Trucker ist es ja so, wir fahren zwar immer die gleichen Routen, aber es ist ja auch so, dass jeden Tag irgendwas anderes passiert, ne? Das ist ein Reifenplatzer, dann bist du beim Kunden, dann triffst du verschiedene Menschen jeden Tag. Du triffst ja nicht mehr die gleichen Menschen. Dann ist Winter, dann ist auf einmal starker Regen, dann gibt es eine Umleitung oder sonst was. Ne? Das ist also zwar immer die gleiche Route, aber es ist ja immer irgendwie anders. Es ist also jetzt nicht jeden Tag gleich, dass ich um 6 Uhr aufstehe und um 16 Uhr Feierabend habe. Ist jetzt zum Beispiel so, manchmal fahre ich tags, manchmal fahre ich nachts. Also es ist schon so ein bisschen Abwechslung halt, ne? So. Und ich habe nie gesagt, dass Truckern aufregend ist. Das ist ein Job. Ne? Job, der gut bezahlt ist, wenn man bereit ist zu arbeiten. Ganz einfach. So, oder? Was kann ich da noch zu sagen? Wenn ich jetzt zum Beispiel LKW-Fahrer in Deutschland wäre, dann wäre ich ja auch nach einer Zeit überall am gleichen Platz gewesen. Ich sag mal so, man kann ja, ich habe mal gelesen oder gehört oder wie auch immer, dass man Deutschland 10-mal in Ontario reinpacken kann, ne? So. Dann sieht man mal, wie klein Kanada ist, wie klein Deutschland ist und wie groß Kanada ist, ne? Das ist also. Und ich fahre ja noch in die Staaten rein. Also ich fahre ja jetzt nicht durch ganz Ontario, das mache ich nicht. Also wir fahren ja nicht so weit, ne? Aber ob es immer das Gleiche ist. Es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn du das immer das Gleiche machst. Wenn du jeden Tag was Neues machst, dann ist es ja auch nicht so eine Sicherheit, ne? So ein Sicherheitsgefühl ist ja auch anders, wenn man die gleichen Strecken fährt. Für Truckstop finden. Man muss sich jetzt nicht hinsetzen und planen, wenn man jetzt also wir kriegen ja Touren und fahren ja, sagen wir mal, von der Insel runter nach New Jersey sind ja 1400 Kilometer, dann weiß ich, ich fahre 14 Stunden plus 2 Stunden Puffer plus Pause, dann und dann musst du losfahren, damit du dann und dann da bist. Und da kann man ja quasi die Uhr schon nachstellen, dass man dann wirklich dann da ist. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Mal woanders hinfahren müsste ich mich jedes Mal hinsetzen und erstmal das richtig ausrechnen. Aber so, wenn jetzt zum Beispiel mein Disponent mir Bescheid sagt, hier New Jersey, übermorgen abladen um 18 Uhr, dann weiß ich, dann fahre ich dann und dann los. Tag vorher, 14 Uhr, fahre ich vom Hof. So. Und dann ist das gut. Brauche ich mich nicht hinsetzen. So, das wäre ein kürzeres Video heute, aber es ist auch ein Frage-Antwort-Video. Ah ja, ich möchte euch mal was fragen. Ich bin jetzt auch mal dran. Und zwar möchte ich von euch gerne wissen, was ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt. Wollt ihr mehr, dass ich rede oder mehr Fahrszenen oder beides zusammen? Das schreibt ihr mal in die Kommentare rein. Bitte, das würde mich mal interessieren. Das wäre auch sehr wichtig für mich. So. 15 Minuten, oh, was voll.
Wie aufwendig war die kanadische Führerscheinprüfung? Muss man viel lernen? Und wie waren die Prüfungen? Der deutsche CE-Führerschein zählt ja nicht. Das ist richtig. Also, ich war ja Fahrlehrer in Deutschland. Ja? Und wenn man hier hinkommt, ich rede jetzt nur von mir, weil das von Provinz zu Provinz wieder unterschiedlich ist. Ja? Also, ich bin hier hingekommen und habe vorher 15 Jahre als Fahrlehrer gearbeitet und dann war ich auf einmal wieder Fahrschüler. Ja, das ist komisch, das Gefühl. Und da muss man halt, hier an der Ostküste ist es halt so, dass man eine theoretische Prüfung machen muss, man muss eine Fahrprüfung machen und dann hat man den Führerschein. Ja. Das Schwierige ist, dass du erstmal die englischen Vokabel lernen musst. Ne? Also du musst ja wissen, was Federspeicher und so alles auf Englisch heißt. Das musst du halt lernen. Das ist eine reine, so wie man damals zu Hause Englisch gelernt hat, von der Schule Vokabeln lernen. Das muss man sich dann einfach mal so rein prügeln. Ja. Und dann machst du halt die Führerscheinprüfung, die Theorieprüfung als erstes, ist klar. Und nee, ich mache gerade keinen Sport. Ich laufe nur ein bisschen rum, mache ein YouTube-Video. Meine Apple Watch will gerne sagen, hey, du machst ja Sport. Nee. Also, erste Theorieprüfung. Und das Geile war damals, ich hatte die Theorieprüfung gemacht, die habe ich beim zweiten Mal bestanden. Und hier kann man Theorieprüfung machen und wenn man durchfällt, kann man nächsten Tag wieder hingehen. Man kann von 30 Tagen 30 Mal die Theorieprüfung machen. Das ist egal. Also in Deutschland muss man ja, ich weiß nicht mehr wie lange es ist, 2 oder 4 Wochen warten. Oder auch nicht mehr warten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man jeden Tag hingehen und Führerscheinprüfung machen. So, und dann war das damals das Komische war, ich hatte Theorieprüfung gemacht in Nova Scotia. Und dann war das so, dass ich auf die Fahrprüfung gewartet habe. Und dann sagte auf einmal mein Disponent oder irgendeiner von der Bande sagte da auf einmal so zu mir, ja, wolltest du mit dem anderen, da war noch einer ausgewandert, wollt ihr zusammen nach South Carolina fahren mit dem Truck? Ich habe doch erst die Theorieprüfung, noch gar nicht die praktische Prüfung. Ja, das ist erlaubt. Ich kann jetzt nach South Carolina fahren mit dem Truck und hatte keine praktische Prüfung. Ja. Okay. Ja, klar, machen wir. Ja, und dann sind wir nach South Carolina gefahren und haben da Reifen angeliefert. Bei Michelin haben wir Reifen angeliefert. Das war mein erster Trip, South Carolina. Und dann wir sind ja im Team dann gefahren, er ist gefahren, ich bin gefahren und dementsprechend konnten wir dann 20 Stunden am Tag oder so fahren oder 22 Stunden, je nachdem. Und ballern. Und dann haben wir halt so das Rucki-Zucki nach South Carolina gebracht. Und danach habe ich die praktische Prüfung gemacht. Die praktische Prüfung war, ja in Deutschland heißt es ja dann 75 Minuten mit dem kompletten Zug, 75 Minuten mit der Zugmaschine, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder sich geändert hat. Ich kann nur das sagen, was ich noch vom damals weiß. Ich habe auch ganz vieles vergessen. Hier ist es so, hier fährst du mit dem Zug los, dann machst du Abfahrtskontrolle, ne, so halt Licht nachgucken, dies nachgucken, das nachgucken, dieses, ne, so. Und dann ist gut. Und ankuppeln oder abkuppeln und dann fährst du quasi einmal um Block. Also ich bin, glaube ich, 20 Minuten gefahren. Und dann hast du ihn gekriegt. Also das Level war damals, als ich den gemacht habe, und ich sage es nochmal, ich rede von meinen Erfahrungen. Ne? Nicht, dass jetzt irgendeiner drunter schreibt, ja, was ist denn MELT, also MELT, das ist im Westen, ist das. Ne? Da ist das teurer und auch mehr. Intensiver, sagen wir mal so, nicht mehr. So, hier ist es halt so an der Ostküste, hier machst du Theorieprüfung, machst du praktische Prüfung zwischendurch, kannst du mal nach South Carolina fahren, ein paar Reifen anliefern und dann ist das gut. Und dann hast du halt den Führerschein bestanden. Ich habe das natürlich damals so gemacht, wie das halt so ein Deutscher macht, so genau, ne? So 1000%ig und der Prüfer war schon angenervt. Er sagt zu mir, ey Alter, wo kommst du her? Und dann sage ich so, ich komme aus Deutschland. Ja, aber warum machst du das denn so? Oh.
Und dann sage ich zu ihm, ich fahre Fahrlehrer in Deutschland. Oh, Fahrlehrer in Deutschland? Und manche wissen hier, dass das Level in Deutschland ein anderes ist, ne? Um einen Führerschein zu kriegen. Und wenn ich denen das hier erzähle, was wir alles in Deutschland machen müssen, um einen Führerschein zu kriegen, dann gucken die immer einen an und sagen, boah, das ist nicht wahr. Ne? Doch, es ist so. Das glauben die nie. Ne? So. Aber das muss ja auch bei uns sicherer sein, weil wir auch, wie gesagt, hier auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben auf Autobahnen und all sowas. Ne? Und dementsprechend ist es halt so, dass hier fährt man auf der Insel 90 und auf dem hier in New Brunswick kannst du 110 fahren auf dem Highway. Also wie gesagt, es ist halt so, dass die Führerscheinprüfung, das Problem an der Führerscheinprüfung ist einfach, dass man die Vokabeln lernen muss. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ansonsten sehe ich nicht das Problem. Und dann habe ich bezahlt für den Führerschein, für den LKW-Führerschein, für den Truck License, habe ich bezahlt $200. In Deutschland, was kostet er mittlerweile in Deutschland? Schreibt mal in die Kommentare. 10.000? Oder was kostet er? 10.000 Euro? Sagt mal. Schreibt mal in die Kommentare. Bitte. So. Ansonsten, ja, ich war eben im Büro, habe die Papiere abgegeben. Also meine Papiere, die, nicht meine Papiere, tschüss, sondern hier die Papiere, ne, die Proof of Delivery, die Unterschriften auf dem Papier, ne, das ich angeliefert habe. Und ja, jetzt ist Freitag, jetzt mache ich Wochenende. Ich habe das Sonntagsvideo fast fertig, ich muss morgen noch den Schluss drehen von dem Sonntagsvideo. Und dann würde ich sagen, ja, was kommt in dem Sonntagsvideo vor? Der Weg von Toronto nach Hause, ne, so, was so passiert ist halt, ne, so. Der fährt ein schönes Auto, aber in einer nicht so schönen Farbe. Ich finde den langweilig in weiß. Der sieht meiner geiler aus. Finde ich so. Und Eigenlaut. So, ja, wie gesagt, lasst euch wegen Sonntag, lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, Kanal Philipp. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.